Nachdem wir am Nordkap waren, fahren wir zur Inselgruppe der Lofoten und Vesterålen. Dann geht es zurück aufs norwegische Festland. Wir fahren durch Schweden in Richtung Süden. Dort reisen wir wieder in Norwegen ein. Erst besichtigen wir die Bergwerkstätte Røros und Folldal, danach wandern wir im Jotunheimen Nationalpark. Anschließend fahren wir erneut nach Schweden. Wir gehen dort zum Kajakfahren, besichtigen Stockholm und fahren auf die Insel Öland. Am Ende der Reise nehmen wir eine Fähre von Malmö nach Travemünde und kommen so zurück nach Deutschland. Seit Dezember 2007 kann man die Inselgruppe der Lofoten ganz ohne Fähre erreichen. Die Schnellstraße Lofast verbindet mit Hilfe von Brücken und Tunneln das norwegische Festland mit den Inseln. Die Lofoten liegen rund 150 Kilometer nördlich des Polarkreises und sie erstrecken sich in einem leichten Bogen von der norwegischen Küste 100 Kilometer hinein in den Nordatlantik. Zur Inselgruppe gehören etwa 80 Inseln und darauf verteilt leben ca. 24.000 Menschen. Die Lofoten sind seit etwa 6.000 Jahren bewohnt und die Menschen lebten hier früher hauptsächlich vom Fischfang und der Jagd. Heute ist neben der Fischerei der Tourismus die Haupteinnahmequelle. Landschaftlich gibt es auf den Inseln viel Abwechslung. Wir sehen Sandstrände, kleine Buchten, grüne Wiesen und steile Berge, die knapp 1200 Meter direkt aus dem Meer herausragen. Eine besondere Attraktion ist das kleine Dorf Nussfjord. Die Bebauung hier stammt hauptsächlich aus dem 18. und 19. Jahrhundert und das Dorf ist von Bränden und Neubauten verschont geblieben. Das Fischerdorf wird als Norwegens besterhaltene Fischereisiedlung bezeichnet. Es steht auf der UNESCO-Weltkulturliste. Nussfjord sieht heute sehr verschlafen und ruhig aus. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass in früheren Zeiten von hier bis zu 1500 Fischer auf Kabeljaufang gegangen sind. Für uns geht es weiter auf der Hauptstraße der Lofoten, auf der E10, bis in den kleinen Ort Å und hier ist die Straße dann zu Ende. Das Dorf Å ist der südlichste Ort der Lofoten. Es befindet sich auf der Ostseite der Insel Moskenes. Zur Fischfangsaison hängen auf den Gestellen die Fische zum Trocknen. Ansonsten leben die ungefähr 100 Einwohner in den Sommermonaten hauptsächlich vom Tourismus. Hier gibt es ein Fischereimuseum und ein Stockfischmuseum. Wir sind hier im kleinen Ort Henningsvær.
Er wird als Venedig des Nordens bezeichnet, weil er sich auf mehrere kleine Inseln verteilt. Im Sommer und natürlich vor allem bei schönem Wetter sieht es hier aus wie aus dem Bilderbuch. Um den Hafen stehen bunte Fischerhäuser mit kleinen Booten davor. Wobei man im Sommer allerdings relativ wenig Fischerboote sieht. Am meisten los ist hier im Winter, denn in Henningsvær ist das Zentrum der Dorschfischerei. Von Januar bis April kommen Fischer aus ganz Norwegen hierher, um die Fische zu fangen und zu verarbeiten. Wenn man an der Küste in Norwegen unterwegs ist, sieht man irgendwann einmal ein Schiff der Hurtigruten. Dieser Name steht für die traditionelle norwegische Postschifflinie. Übersetzt bedeutet er die schnelle Route. Die Hurtigrutenschiffe sind in Norwegen inzwischen eine bekannte Touristenattraktion. Bereits seit 1893 fahren sie an der Westküste entlang. Sie verbinden heute die beiden Städte Bergen im Süden des Landes und Kirkenes im hohen Norden. Die Idee zu dieser Schiffslinie ist deshalb entstanden, weil die Küstenorte im Norden des Landes, vor allem im Winter, vom Rest des Landes abgeschnitten waren. Selbst im Sommer war der Landweg lang und mühsam und man brauchte eine bessere Möglichkeit, gefangenen Fisch in den Süden zu transportieren. Durch einen regelmäßigen Schiffsverkehr sollten die abgelegenen Siedlungen außerdem mit Waren des täglichen Gebrauchs, Lebensmitteln und der Post versorgt werden. Und von Anfang an konnten auch Passagiere mitfahren. Die Schiffe transportieren zwar auch Fahrzeuge, aber unser Unimog ist definitiv zu hoch für die Einfahrt. Wir lassen ihn deshalb stehen und machen einen Tagesausflug zwischen den Inselgruppen der Lofoten und Vesterålen. Wir steigen in Sortland zu und fahren über Stokmarknes nach Svolvær. Dort haben wir einen kurzen Aufenthalt, bevor es mit einem Schiff in die Gegenrichtung wieder zurückgeht. Wir warten mit dem Ausflug so lange, bis der Wetterbericht schönes Wetter ankündigt und entscheiden uns erst am Vortag für diese Fahrt. Man kann in jedem Hafen zusteigen, in dem die Schiffe anlegen. Und wenn man nur ein kurzes Stück mitfahren will, keine Kabine braucht und kein Fahrzeug dabei hat, kann man das problemlos kurzfristig vor Ort buchen. Aktuell gibt es 11 Schiffe auf der Hurtigrutenlinie. Weil das Frachtaufkommen in den vergangenen Jahren durch den Ausbau des Straßennetzes zurückgegangen ist, setzt man heute vermehrt auf Touristen. Die neuen Schiffe sind deshalb wesentlich komfortabler ausgestattet. Es gibt Aussichtsdecks, Panoramasalons und auf einigen Schiffen sogar einen eigenen Whirlpool.
Entlang der gesamten Hurtigruten-Strecke kommen die Schiffe an fast 20 Brücken vorbei. Wir durchfahren hier die Hatzlbrücke. Sie hat eine Länge von 1000 Meter und die Durchfahrtshöhe beträgt 30 Meter. Wir haben uns für die Route von den Westerollen zu den Lofoten entschieden, denn hier durchfährt man den Raftsund. So heißt die schmale Wasserstraße zwischen den beiden Inselgruppen. Der Raftsund ist ca. 26 Kilometer lang und die Fahrt hindurch wird als einer der Höhepunkte der Schiffsreise bezeichnet. Wir verbringen die ganze Zeit im Freien auf dem Aussichtsdeck und die Landschaft zieht wie in einem Film an uns vorbei. Wir sehen Fischerdörfer und unzählige kleine Inseln. Die komplette Rundreise mit einem Hurtigruten-Schiff dauert insgesamt 12 Tage. Die Schiffe verkehren dabei nach einem festen Fahrplan. Jeden Tag zur selben Zeit läuft ein Schiff von Bergen aus und erreicht am 7. Tag die Stadt Kirkenes. Dort ist der Wendepunkt und innerhalb der nächsten 5 Tage fährt das Schiff zurück nach Bergen. Für die auf dem Linienweg angelaufenen Häfen ist die tägliche Ankunft des Hurtigruten-Schiffes auch heute noch ein besonderes Ereignis. Waren und Personen erreichen mit den Schiffen die entlegensten Dörfer. Bei schönem Wetter machen die Schiffe in den Sommermonaten einen Abstecher in den Trollfjord. Er ist eine Sackgasse und die Fahrt hierher ist eigentlich nicht notwendig. Sie ist vom Kapitän sozusagen eine Zugabe für Touristen. Der Trollfjord ist ein 2 Kilometer langer Seitenarm des Raftsunds. Sein Name geht zurück auf die Trolle, die als Fabelwesen in der nordischen Mythologie vorkommen. Die Einmündung des Trollfjords in den Raftsund ist nur 100 Meter breit. Die Südseite wird durch 1000 Meter hohe Berge begrenzt, die fast senkrecht aus dem Wasser aufsteigen. Wenn das Schiff langsam durchfährt, sind die Felswände fast zum Greifen nahe. Ausflüge in den Trollfjord werden nicht nur von Hurtigruten-Schiffen gemacht. An den Felswänden sehen wir die Namen von Schiffen, die sich hier zum Beweis ihres Besuchers verewigt haben. In seinem Verlauf erweitert sich der Fjord bis auf 800 Meter. Hier wird das Schiff mit einem aufwendigen Manöver gewendet und es geht wieder zurück. Das Klima auf den Lofoten und Westerollen wird von ihrer Lage im Atlantik beeinflusst. Deshalb sollte man auf eine unbeständige Wetterlage gefasst sein. Wir sind knapp 2 Wochen auf den Inseln unterwegs
und so nach 1 oder 2 Tagen Sonnenschein regnet es wieder tagelang durch. Als die Wolken an einem Tag wieder einmal so tief hängen, dass wir nichts von unserer Umgebung sehen, schauen wir im Internet nach dem Wetterbericht. Dort wird angezeigt, dass wir frühestens in 3 Tagen mit besserem Wetter rechnen können. Deshalb beschließen wir, die Inseln zu verlassen. Wir sind inzwischen auf der südlichsten Insel angelangt. Um zurück auf das norwegische Festland zu kommen, nehmen wir die Fähre von Moskenes nach Bodø. Die Reederei Torghatten setzt auf dieser Linie 3 Schiffe ein und es gibt bis zu 7 Abfahrten am Tag. Wir buchen deshalb nicht im Voraus, sondern kaufen uns im Hafen ein Ticket für das nächste freie Schiff. Für die Überfahrt mit 2 Personen und dem Unimog bezahlen wir umgerechnet 190 €. Je nachdem, mit welchem Schiff man unterwegs ist, dauert die Überfahrt zwischen 3,5 und 4 Stunden. Mit der Fähre überqueren wir den Vestfjord. Der Golfstrom sorgt dafür, dass dieses Gewässer auch im Winter eisfrei bleibt. Außerdem ist der Fjord ein wichtiges Fanggebiet für den Kabeljau. Zurück auf dem norwegischen Festland wollen wir möglichst schnell in den Süden. Deshalb bleiben wir nicht an der Küste, sondern fahren weiter nach Schweden. Auf der Europastraße E45 geht es quer durchs Land bis nach Östersund und südlich davon reisen wir erneut nach Norwegen ein. Im Süden Norwegens schauen wir uns die ehemalige Bergbaustadt Røros an. Sie befindet sich ungefähr 380 Kilometer nördlich von Oslo, nahe der schwedischen Grenze. Røros liegt auf 630 Meter Höhe und die Gegend ist bekannt für ihr raues Klima. Sie ist im Winter eine der kältesten Regionen Norwegens. Die Stadt ist 1644 gegründet worden, nachdem man in der Umgebung große Vorkommen von Kupfererz entdeckt hat. Über 300 Jahre lang hat man hier Kupfer gefördert, bis im Jahr 1977 die Minen stillgelegt worden sind. Heute ist Røros ein beliebter Ausflugsort und vor allem an den Wochenenden und während der Ferienzeit ist hier einiges los. In den bunt gestrichenen Gesellschaftshäusern in der Innenstadt hat die damalige Oberschicht der Stadt gewohnt, also Direktoren, Ingenieure oder Beamte. Diesen Teil der Stadt hat man auch als die Straße der Reichen und Schönen genannt. Schon von weitem sichtbar ist die Kirche, die mitten im Arbeiterviertel steht. An ihrem Glockenturm sieht man die Bergmannszeichen Meißel und Schlegel. In Norwegen hat es ursprünglich keine eigene Bergbautradition gegeben. Deshalb hat man für die Arbeit in den Gruben Bergleute aus ganz Europa geholt. Die erste Grube ist von einem Deutschen aus Sachsen gebaut worden und viele deutsche Bergleute haben in Røros gelebt und gearbeitet. Am Rande der Schlackenhalden sieht man die kleinen, flachen und bis zu 250 Jahre alten Holzhäuser der einfachen Bergleute. Røros liegt am Hitterfluss. Die Wasserkraft war notwendig für den Erzabbau. Deshalb hat man den Fluss gleich das erste Mal umgeleitet, als man 1646 die erste Schmelzhütte gebaut hat. Während der Betriebszeit ist die Schmelzhütte mehrmals abgebrannt.
zuletzt 1953. Danach hat man sie nicht mehr benutzt. Das heutige Gebäude ist erst 1990 extra für ein Bergbaumuseum wieder aufgebaut worden. Das Museum ist von riesigen Schlackenbergen umgeben, auf die man hinaufklettern kann. Von hier oben hat man den besten Blick auf Röhros und die Umgebung. ...120 Kilometer entfernt ist der kleine Ort Volldal und in dieser Gegend hat es ebenfalls Bergbau gegeben. Um Volldal herum waren mehrere Minen und von Mitte des 18. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts hat man hauptsächlich Zink, Kupfer und Schwefel abgebaut. In einer der Gruben ist sogar noch bis 1993 Erz gefördert worden. Inzwischen ist das Gelände mit dem Bergwerk zu einem Museum ausgebaut worden und steht unter Denkmalschutz. Als besondere Attraktion kann man in die Volldal-Mine hineinfahren. Mit einem kleinen Bergwerkszug geht es ungefähr 600 Meter waagrecht in den Berg hinein. Der Zug rattert und rumpelt auf den alten Schienen und normalerweise ist es während der Fahrt stockdunkel. Das Licht kommt von unserer Videokamera und so sehen wir die alten Stollen und Schächte. Außerdem stellen wir fest, dass es ziemlich kalt ist in der Mine. Der Zug stoppt an der Wormshall. Sie ist nach einem ehemaligen Direktor benannt worden. Während des Minenbetriebs war sie die Aufzugs- und Maschinenhalle. Wir haben hier einen längeren Aufenthalt und bekommen Erklärungen über die Mine und unter welchen Bedingungen hier gearbeitet worden ist. Bei den Renovierungsarbeiten der Mine ist die Halle so ausgebaut worden, dass man sie jetzt mit Abwärme aus dem Berg beheizen kann. Sie hat außerdem eine sehr gute Akustik und deshalb werden hier des Öfteren Konzerte veranstaltet. Und man kann die Halle sogar für eigene Veranstaltungen mieten. Bei der Weiterfahrt kommen wir auf die höchstgelegene Passstraße in Nordeuropa, die Sognefjellstraße. Sie geht auf 1400 Meter hinauf und führt direkt zum Jotunheimen Nationalpark, wo wir wandern wollen. Wir machen eine Mehrtagestour und sind entsprechend aufgepackt. Wir nehmen Zelt, Schlafsack, Isomatten, die komplette Verpflegung und natürlich einen Teil unserer Film- und Fotoausrüstung mit. Unseren Unimog können wir während dieser Zeit auf einem Parkplatz bei der Sognefjell-Hütte abstellen. Der Jotunheimen Nationalpark liegt in Südnorwegen. Der Name bedeutet übersetzt Heim der Riesen. Ein wirklich passender Name, denn hier sind mehr als 20 Berggipfel über 2000 Meter hoch. Wir haben uns für eine Tour entschieden, bei der wir einen Halbkreis laufen. Von der Sognefjell-Hütte nach Turtagrø an die Straße. Und von dort fahren wir mit dem öffentlichen Bus wieder zurück zum Unimog. Die Markierungen unterwegs sind so gut, dass man eigentlich ohne Karte zurechtkommt. Mit dem roten T sind die Wege markiert und an Wegkreuzungen gibt es kleine Holzschilder. Die Wege selbst führen oft über Geröll, Felsblöcke oder Schneefelder und sind nach Regen meist verschlammt. Die Wanderung, die wir uns ausgesucht haben, gehört zu den weniger bekannten Touren.
Wir sind die meiste Zeit allein unterwegs und haben Gelegenheit, ein paar einheimische Tiere zu beobachten. Die Tarnung der Schneehühner ist dabei so gut, dass wir sie erst sehen, als wir schon fast auf sie drauftreten. Die Berglemminge dagegen sind nicht zu übersehen. Die kleinen Nagetiere gehören zur Familie der Wühlmäuse und sind Tag und Nacht aktiv. Sie halten auch keinen Winterschlaf, sondern bauen sich im Sommer ein ausgedehntes System von unterirdischen Gängen. Darin legen sie ihre Nester an und sammeln Vorräte für den Winter. Mit dem Wetter haben wir nur am Anfang Glück. Am ersten Tag bleibt es sonnig und trocken, an den anderen Tagen dagegen regnet es oft. Nach 7 Stunden kommen wir in einem kleinen Tal zu einer Wiese, die genau richtig ist zum Übernachten. Man sieht, dass die Wiese schon öfter benutzt worden ist. Es gibt Feuerstellen und überall liegen große Steine zum Sitzen herum. Nach dem Mittagessen haben wir nur eine kurze Pause gemacht und jetzt sind wir natürlich froh, dass wir endlich unsere schweren Rucksäcke loswerden. Hinter der Wiese gibt es einen kleinen Gletscherfluss. Hier waschen wir uns und hier holen wir auch unser Trinkwasser. Auch während der Wanderung trinken wir das Wasser direkt aus den kleinen Bächen, ohne es vorher zu filtern. Im Jotunheimen Nationalpark gibt es 2 Hütten zum Übernachten, aber wie alles in Norwegen ist das nicht gerade eine billige Angelegenheit. Wir schlafen deshalb lieber in unserem Zelt und nehmen dafür in Kauf, dass wir eben mehr an Gepäck mitschleppen müssen. Aber dafür können wir jederzeit mit dem Wandern aufhören, wenn wir keine Lust mehr haben und an jedem Platz bleiben, der uns gefällt. In Norwegen gibt es das Jedermannsrecht und das erlaubt es, dass man auch in Nationalparks zelten darf, wenn man einen Abstand von 150 Metern zur nächsten bewohnten Hütte einhält. Und ganz selbstverständlich ist es, dass man den Platz auch wieder sauber verlässt. Das Aufbauen des Zeltes dauert nicht lange. Wir haben genügend Übung darin und nach einer Viertelstunde ist alles eingeräumt und unsere verschwitzte Kleidung hängt in den Büschen zum Trocknen. Bei unseren Wanderungen machen wir tagsüber nur Brotzeit und erst am Abend kochen wir dann ein warmes Essen. Am einfachsten sind dazu natürlich Fertigessen aus der Packung, die nicht lange gekocht werden müssen. Es ist erstens eine Frage des Gewichts und vor allem hat man meist schon Hunger und will nicht lange auf das Essen warten. Wir kaufen uns keine spezielle Trekkingnahrung, sondern probieren einfach verschiedene Sachen aus dem Supermarkt aus. Auf der Verpackung steht zwar, dass das Essen für 2 bis 3 Personen reichen soll, doch die Menge im Topf sieht ganz schön wenig aus. Wie lange dauert es dann da? Angeblich 6 Minuten. 6 Minuten können ganz schön lang sein, wenn man richtig hungrig ist. Auch optisch macht das Nudelgericht nicht so viel her, aber wenn man den ganzen Tag unterwegs ist und sich angestrengt hat, dann schmeckt einem am Abend auch ein Fertigessen. Mir schmeckt es sogar so gut, dass ich mir fast die ganze Portion nehme. Als Ausgleich dafür bekommt Sonne dann mehr vom Nachtisch, doch das haben wir leider nicht mehr dokumentiert. Obwohl wir jetzt schon ziemlich weit südlich sind, bleibt es fast bis Mitternacht hell. So lange bleiben wir allerdings nicht auf. Wir sind müde von der langen Wanderung
und kriechen bereits gegen 10 Uhr in unsere Schlafsäcke. Vor uns liegen noch 2 weitere Wandertage und auch sie werden ziemlich anstrengend. Die Route ist ein ständiges Auf und Ab und es gibt einige Regenschauer. Trotzdem sind wir froh, dass wir in dieser herrlichen Landschaft unterwegs sind. Nach unserer Wanderung fahren wir wieder aus den Bergen heraus. Wir wollen uns noch ein paar der berühmten Stabkirchen anschauen, die es vor allem im Süden Norwegens gibt. Dazu fahren wir als erstes in das kleine Dorf Lom. Dieser Ort war bereits im Mittelalter ein wichtiger Treffpunkt für die Handelswege aus dem Gudbrandsdal und dem Otterdal. Lom ist ein typisches Gebirgsdorf mit dunkelbraunen Häusern, die im alten Stil gebaut worden sind. Der Ort ist heute ein beliebtes Touristenzentrum, was unter anderem an seiner Stabkirche liegt. Mit Stabkirchen bezeichnet man Kirchen in Holzkonstruktion, bei denen die Wände aus senkrecht stehenden Stäben gebildet werden. Stabkirchen sind typisch für die Übergangszeit von der heidnischen Religion zum Christentum. Vor allem im 12. und 13. Jahrhundert war die Blütezeit dieser Kirchen. Es soll damals über 650 Stück gegeben haben. Heute stehen in Norwegen nur noch 28 an ihrem ursprünglichen Standort. Drachenköpfe an den Giebeln sieht man oft bei Stabkirchen. Sie erinnern an Wikingerschiffe, wo man ebenfalls Drachenköpfe angebracht hat, um seine Feinde abzuwehren. Das Fundament der Kirchen bildet ein Steinsockel. Dadurch hat das Holz keinen Kontakt mit der Erde und beginnt nicht zu faulen. Auf diese Bauweise ist man erst sehr viel später gekommen, nachdem die ersten Kirchen verfallen sind. Das Holz selbst wird bis heute mit Teer-Verwitterungseinflüssen geschützt. Typisch für die Kirchen ist auch eine sogenannte Geisterschwelle. Eine hohe Stufe, die die Naturgeister daran hindern soll, ins Innere zu kommen. Neben Lom besichtigen wir auch die Stabkirche in Ringebu. Sie stammt aus dem 13. Jahrhundert und ist seitdem mehrmals umgebaut worden.
Unsere Zeit in Norwegen ist nun vorbei. Wir fahren erneut nach Schweden, wo wir den Süden des Landes bereisen. Grenzübertritte in Skandinavien sind einfach und unkompliziert. Norwegen ist zwar nicht EU-Mitglied, aber dem Schengener Abkommen beigetreten. Deshalb gibt es keine Grenzkontrollen zwischen Norwegen, Schweden und Finnland. Wenn man in Skandinavien unterwegs ist, dann will man natürlich Elche sehen. Und obwohl es allein in Schweden über 300.000 Stück geben soll, braucht man schon sehr viel Glück, um welche vor die Kamera zu bekommen. Außerdem auch viel Geduld und Zeit. Elche gehören zur Familie der Hirsche und sind eigentlich Einzelgänger. Außer natürlich eine Mutter mit ihrem Jungen. Die Tiere sind Pflanzenfresser und ernähren sich hauptsächlich von Laub- und Wasserpflanzen. Es ist wirklich ein großer Zufall, dass wir Elche direkt neben der Straße sehen. Normalerweise leben sie hauptsächlich im Wald und bevorzugen schwer zugängliches Gelände. Elche haben kaum natürliche Feinde, die größte Gefahr droht ihnen durch den Straßenverkehr. In Schweden zum Beispiel sterben dadurch jährlich 4.000 bis 5.000 Tiere. Der Elch ist das größte Landtier in Skandinavien. Ein Bulli kann bis zu 800 Kilo schwer werden und erreicht eine Schulterhöhe von 2,5 Metern. Nur die Männchen tragen ein Geweih. Seit unserer Einreise nach Schweden haben wir schönes Wetter und am Fluss Österdal 11 gehen wir zum Kajakfahren. Entlang des Flusses gibt es einfache Naturcampingplätze, wo man wunderbar im Wald campen kann. Wir finden einen schönen Platz, wo wir unser Kajak direkt vor uns am Strand liegen lassen können. Das komplette Boot samt Zubehör wiegt ungefähr 25 Kilo und wird in 2 großen Packsäcken verstaut. Es dauert gut eine halbe Stunde, bis das Kajak zusammengebaut ist, dann können wir lospaddeln. Der Österdal 11 ist ein breiter, ruhiger Fluss und hat an dieser Stelle kleine Inseln und Buchten. Jeden Tag sind wir ein paar Stunden unterwegs und die Strömung ist so gering, dass wir gar nicht merken, ob wir flussaufwärts oder flussabwärts fahren. Der Fluss war im 17. Jahrhundert ein Transportweg für die Holzindustrie. Man hat auf ihm mit großen Flößen Holz bis zum Siljansee transportiert. Das wäre heute nicht mehr möglich, denn inzwischen versperrt ein Stausee den Weg. Uns ist es auch gar nicht so wichtig, möglichst weit weg zu paddeln. Uns geht es vielmehr darum, für eine Weile abzuschalten und die Ruhe und Stille zu genießen. Sobald wir auf dem Wasser unterwegs sind, haben wir das Gefühl, weit weg von der Zivilisation zu sein. Die ruhigen Tage unseres Kajak- und Campingausflugs sind vorbei. Nun geht es nach Stockholm. Die Stadt gibt es seit Mitte des 13. Jahrhunderts und seit 1634 ist sie offiziell die Hauptstadt Schwedens. Stockholm verteilt sich auf 14 Inseln, die durch mehr als 50 Brücken miteinander verbunden sind. Besonders hektisch wirkt die Stadt am Verkehrsknotenpunkt in Slussen. Hier steigen täglich an die 80.000 Pendler um.
Auf der anderen Seite findet man in den engen Altstadtgassen oder den Parks genügend Möglichkeiten, um den ganzen Trubel für eine Weile zu entfliehen. Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Stockholms gehört das Königliche Schloss. Hier befinden sich die Büros der königlichen Familie, bewohnt wird das Schloss allerdings nicht mehr von ihnen. Trotzdem findet hier jeden Tag als besondere Touristenattraktion die Ablösung der Palastwache statt. Pünktlich um 12:15 Uhr beginnt die Zeremonie. Um uns einen guten Platz in der ersten Reihe zu sichern, sind wir bereits eine halbe Stunde vor der eigentlichen Wachablösung im Innenhof des Schlosses. Denn das Ereignis zieht täglich Hunderte von Touristen an. Es sieht richtig eindrucksvoll aus, wenn die königlichen Dragoner in historischen Uniformen auf ihren Pferden einreiten und von einer Militärkapelle begleitet werden. Zuständig für den Schutz des Königshauses ist die schwedische Leibgarde. Sie besteht aus Infanterie und Kavallerie und an der Wachablösung beteiligen sich Regimenter aus dem ganzen Land. Nach der Wachablösung gehen wir in die Gamla stan, die Altstadt Stockholms. Hier ist die Stadt im Jahr 1252 gegründet worden. Die ursprünglichen Holzhäuser hat man im Mittelalter durch Steinhäuser ersetzt. Gamla stan gehört heute zu den größten und besterhaltenen Stadtkernen Europas. Die Stadtfläche Stockholms besteht zu 30% aus Wasser. Am Ende unseres Aufenthalts machen wir deshalb noch eine Bootsfahrt und schauen uns die Stadt vom Wasser aus an. Anschließend fahren wir weiter in den Süden. ...400 Kilometer südlich von Stockholm befindet sich die zweitgrößte Insel des Landes, nämlich Öland. Sie ist seit 1972 mit dem Festland durch die 6 Kilometer lange Ölandbrücke verbunden. Die Insel hat eine Länge von 137 Kilometer und an der breitesten Stelle misst sie gerade einmal 16 Kilometer. Öland ist im Sommer ein beliebtes Ferienziel, auch die königliche Familie kommt hierher. Die Insel hat eine lange und interessante Geschichte. Man geht davon aus, dass Öland bereits seit 7000 v. Chr. bewohnt ist. In der Jungsteinzeit, etwa um 4000 v. Chr., haben sich dort Ackerbauern angesiedelt. Auch heute ist die Landwirtschaft der wichtigste Erwerbszweig. Etwa ein Viertel der Inselfläche wird landwirtschaftlich genutzt. Eine Besonderheit auf der Insel sind die vielen Windmühlen. Im 19. Jahrhundert war für die Bauern der Besitz einer Windmühle so etwas wie ein Statussymbol. Bis zu 2000 Stück soll es damals auf Öland gegeben haben. Etwa 300 bis 400 Stück sind bis heute erhalten geblieben. Bei den Orten Lärkaka und Störlinge, da stehen gleich mehrere direkt neben der Straße. Bei den Mühlen handelt es sich um Bockwindmühlen. Bei diesem Typ steht das Gebäude auf einem dicken Pfahl, der in einem Gestell, dem sogenannten Bock, befestigt ist. Auf diesem Bock kann die komplette Mühle in den Wind gedreht werden.
Öland wird auch als die Insel der Steinmonumente bezeichnet. Es gibt über 13.000 archäologische Fundstätten. Wir schauen uns ein paar davon an, unter anderem das Gräberfeld bei Karums Alvar. Hier gibt es auch eine sogenannte Schiffssetzung. Die flachen Steine markieren deutlich eine Bootsform und das Grab wird im Volksmund als Arche Noah bezeichnet. Die Gräberfelder auf Öland sind noch nicht alle vollständig untersucht worden. Man geht aber davon aus, dass viele Anlagen bereits im Zeitraum zwischen 1800 bis 1000 vor Christus errichtet worden sind. Es gibt auf den Gräberfeldern runde Steinsetzungen genauso wie aufrecht stehende Steine. Ein großes Gräberfeld befindet sich bei Gettlinge direkt neben der Straße. Es ist fast 2 Kilometer lang und auch hier gibt es eine große, 30 Meter lange Schiffssetzung. Im skandinavischen Ostseeraum hat man durch diese Steinsetzung in Form eines Bootes Brand- oder Urnengräber markiert. In Gettlinge hat man einige der Gräber untersucht und ist dabei hauptsächlich auf Männergräber gestoßen. Bei einem sehr gut erhaltenen Grab hat man sogar einen Toten gefunden, der zusammen mit seinem Hund und seinen Waffen beerdigt worden ist. Auf einer Grabanlage steht der Runenstein von Karlevi. Das eingemeißelte Gedicht ist das einzige in dieser Art, das noch im Original erhalten ist. Der Stein ist wahrscheinlich für den Wikingerfürsten Sippe aufgestellt worden. Am besten gefällt uns der Süden der Insel. Hier steht auch der höchste Leuchtturm Schwedens, der Lange Jan. Von ihm werfen wir einen letzten Blick auf Öland. Damit geht unsere Skandinavienreise zu Ende. Von Malmö in Schweden nehmen wir eine Fähre nach Deutschland. 8 Stunden später sind wir in Travemünde und fahren dann zurück in unseren Heimatort Marking. Lange bleiben wir allerdings nicht zu Hause. Bereits 2 Monate später sind wir erneut mit einer Fähre unterwegs auf dem Weg zu einem weiteren Abschnitt unserer Weltreise. Wir fahren in den Nahen Osten und auf die arabische Halbinsel. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.